Hi, ich bin Daniel von Sportsman Target. Ich habe mir was sehr Cooles gegönnt. Das ist hier in diesem Karton drin. Wenn du wissen willst, was da drin ist, bleib einfach dran. Du kannst gespannt sein. Ja, ich habe mir was gekauft aus dem Hause Ballista. Das Paket ist angekommen. Es gibt mehrere Bundles. Es gibt ein Hunting Bundle, es gibt ein Fishing Bundle oder einfach nur das ganz normale, ohne nichts, also die Basic. Ich habe mir die Ballista Bad Reverse gekauft mit beiden Bundles, also heißt mit Hunting Bundle und dem Fishing Bundle. Vorab muss ich sagen, das Fishing Bundle ist nur zum Teil gekommen, weil die Rolle war ausverkauft. Die wird aber später nachgeliefert. Der ganze Rest ist aber alles mit dabei. Dann packen wir mal aus, würde ich sagen. So, da ist es, das große Paket. Als allererstes sehen wir hier die Betriebsanleitung, Betriebsanweisung, Betriebsanleitung, wie das Ganze zusammengebaut wird, ja, worauf man ein bisschen achten muss, also ist alles dabei. Steht auch ganz detailliert dran, wie was zusammengebaut ist, wie der Trigger und Griff eingebaut ist. Dazu sage ich später was, weil es wird wahrscheinlich zwei Teile geben. Mit jeweils ja, heute das Unboxing und nächstes Mal oder in naher Zeit die verschiedenen Variationen, was es da gibt, weil da gibt es etwas, was ich mega geil finde. Das ist hier schon dabei, aber ich baue euch das nächstes Mal zusammen. So, hier haben wir die Betriebsanleitung. Dann schickt Ballista ein schönes Blatt mit Sticker mit. Auch sehr cool. Ein Patch wäre auch ganz cool, finde ich. Könnte man auf den Rucksack machen. Dann hier ganz wichtig ein Warnhinweis, damit man keine Trockenschüsse macht. Ganz wichtig, interessant aber für alle Armbrüste, egal ob PABs, also Pistolenarmbrüste oder Full-Size Armbrüste. Das ist eigentlich ja, für jede Armbrust ein ganz guter Hinweis, sehr wertvoll, wer das noch nicht weiß. So, dann packen wir jetzt erstmal aus. So, Ballista schickt mit, also in meinem Bundle. Hier 3 Pfeile, ganz normale Pfeile, die sind sehr cool, gefallen mir schon. Kann man damit was anfangen? Ich schiebe mal das nicht auf Seite, ich lege mal das hier hin. Dann zum Fishing Bundle gibt es spezielle Pfeile, die sind hier 3 Stück. Einmal die Spitzen speziell, der komplette Schaft ist, ich glaube nicht aus Carbon, so wie es aussieht. Hier sind Löcher drin, damit man die Angelschnur auch befestigen kann. Auch sehr cool, dass da gleich 3 Pfeile dabei sind. Dann haben wir hier den Griff. Viele fragen sich immer, was das hier ist. Das ist ganz einfach ein Fingerschutz, damit man den Daumen nicht in die Sehne reinkriegt. Ja, ist ganz cool, aber ich habe einen anderen Griff, der einfach für das Hunting, was ich dieses Jahr noch machen werde, einfach bequemer und ergonomischer ist. Ganz einfach, das ist der Griff. Der lässt sich ja auch ganz einfach klappen. Sehr gut. Der rastet ein und ist schön stabil. Sehr gut. So, dann haben wir hier Rail
und Sehnenlupe. Das ist dabei. Dann, es ist sehr viel, deswegen Red Dot und Green Dot von Ballista. Packe ich es mal aus, damit man es auch sieht. Es macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Man kann die Klappen dran machen, man kann sie aber auch wegmachen, wenn man will, ja, aber es dient einfach nur im Schutz. Das Red Dot und Green Dot ist auch drin. Das habe ich schon getestet. Gefällt mir eigentlich sehr gut, ist sehr hell, sehr gut. Leute mit Rot-Grün-Schwäche ist sowieso ganz gut, ja, weil Rot ist da schwer zu erkennen beim grünen Hintergrund. Und die, wo Rot-Grün-Schwäche haben, ist ein Green Dot einfach besser. Da sieht man den Punkt, weil der grüne Punkt einfach sehr hell ist. Deswegen, es macht einen super soliden Eindruck. Sehr gut. So. Dann. Was haben wir noch? Hier haben wir noch einen Befestigungsring, den man braucht einfach für die Rollenaufnahme zum Angeln. Den brauche ich nicht zeigen, das ist einfach nur ein Ring. Dann haben wir hier haben wir noch Penetrator Insets. Das sind einfach schwerere die sind aus Stahl, also Steel Penetrators. Für die Pfeile, muss ich erstmal zeigen. Das hier, das sind die Jagdpfeile. Die hatte ich noch gar nicht auf. Die kann man aber mal öffnen und zu zeigen, was drin ist. Ah, hier, sorry. So. Ja, da haben wir hier die normale Field-Tipps. Und ganz schön, oh die sind schön, 6 Jagdpfeile drin, sehr gut. Und da sind die normalen Insatz drin aus Alu. Und wie gesagt, hier sind die schweren Steel, einfach um mehr Penetration zu erzeugen, damit der Impact oder der Einschlag einfach stärker ist. Beim Jagen ist es mit Bogen oder Armbrust ist es halt wirklich wichtig, sehr sehr wichtig, dass der Schuss passt. Ja, also deswegen sind die ganz gut, dass die dabei sind. Braucht man auch damit die gut eindringen. So, dann haben wir hier ist die Befestigung an die Rail unten für die Angelrolle. Das ist ein ganz einfacher Ring. Hier haben wir auch noch den Bowfishing Wheel Mount, also man macht den Ring dran, dann diesen Mount und an diesen Mount kommt auch die Angelrolle dran. Die ist dann unter der Armbrust. Aber wie gesagt, die kommt später, werde ich dann einen zweiten Teil vom Unboxing machen und da zeige ich dann die ganzen 3, ja, 1, 2, 3, ja, wenn man will, 4 Optionen, was man mit der Ballista alles machen kann, wie man sie handhaben kann. So, dann haben wir hier eine Bogenpresse, ist ganz wichtig bei diesen Bögen, weil ganz einfach der Sehnentausch einfach ein bisschen komplexer ist als bei normalen Recurve Bogen. Und hier haben wir schon das erste Schmuckstück. Dieses coole Teil ist einfach mega cool. Das ist ein Faltschaft, ja, also kein Klappschaft, sondern ein Fallschaft für die Ballista. Wenn man jetzt nicht hier einen Stock hat, so AR-15 mäßig und es trotzdem kompakt haben will, ist dieser Fallschaft da. Also ich finde ihn bisher
vom Aussehen her mega und er ist aus einer meiner Lieblingsbrands, also Lieblingsmarken, und zwar Farb Defense. Ja, also das Farb Defense sagt jedem was und das ist mega cool. Also der wird unten an den Griff dran geschraubt nachher, dann wird hier gedrückt, kann man den auffalten. Ich kann es euch zeigen. Moment, es ist halt, wenn er nicht am Griff dran ist, geht es halt ein bisschen schwerer, ja. Also das ist klar, aber das muss ja auch einigermaßen stabil sein. So, er ist am Griff dran, dann klappt man das Ganze auf und dann hat man hier auch noch und dann hat man da mega Extension. Mega cool, also definitiv. So, jetzt muss man das wieder zusammenkriegen. So, ups. Hier sind noch ein Schräubchen dabei, um das am Griff später zu befestigen. Wie gesagt, das ist von Farb Defense und nennt sich Cobra. Also ich finde den bisher mega und ja, Farb Defense macht halt auch anständige Sachen. Deswegen finde ich die sehr, sehr cool, dass das Teil dabei ist. Und deswegen will ich euch das zeigen im zweiten Teil dann. Weil, jetzt kommen wir hier. Ich hatte das Paket schon mal auseinander und habe mal die Ersatzteile gesondert in Päckchen gemacht, sprich Imbus und ein paar Schrauben. Und jetzt kommen wir zum großen Part. Und zwar hier, das ist der Part. So, hier ist sie. Die Ballista Bad Reverse. Einfach ein mega Teil, sieht geil aus. Mit 420 FPS, also laut Herstellerangabe, 150 lbs. Und das ist schon eine gute Sache. So, dann packen wir das nette Teil mal raus. So, da haben wir sie schon. Hier ist sie schon sehr klein, sehr praktisch. Mega Teil, also macht wirklich einen soliden Eindruck. Alles aus Alu, aus Metall. Wirklich gut. Da ist nichts aus Plastik. Die Rail oben ist aus Metall. Die Rail unten war beim Hunting Bundle dabei. Die habe ich aber schon montiert. Ja, die wollte ich jetzt nicht nochmal abmontieren. Definitiv eine feine Sache. Hier haben wir dann noch den Steigbügel für vorne, den montiere ich noch. Das zeige ich euch natürlich auch. Also ich baue sie jetzt mal zusammen mit Stock AR15 Style. Da haben wir hier den Griff. So, das ist der Griff AR15. Der Buffer Tube lässt sich nicht rausdrehen wie gewöhnlich. Er ist hier fixiert mit einer Mutter und einer Schraube, damit es einfach richtig fix alles hier ist. Das gefällt mir persönlich ganz gut. So, ja, ich habe hier mal die Imbusschlüssel geholt. Einmal 2,5, einmal 3er, einmal ein 4er Imbus. Ganz einfach hier. So, ich würde sagen, wir befestigen erstmal hier mit dem 2,5er vorne den Steigbügel. Was hier zu beachten ist, man hat hier 3 Schrauben, also 3 Schrauben drin. Die oberste bleibt drin, ja. Dann hat man hier die vordere und die hintere. Wenn das kommt aus dem Paket so raus, ja. Darauf ist aber zu achten, die Schrauben haben verschiedene Längen, ja. Man hat hier unten eine kleinere Schraube als hier oben, also die Längen sind minimal, das ist mir am Anfang nicht aufgefallen. Und dann hat es mir die Rückholklammern, die Rückholhaken, hat es mir einfach blockiert. Und das war halt der kleine Fehler, ja. Aber den habe ich ziemlich schnell rausbekommen wieder, den Fehler. So, wie gesagt, man hat hier 2 verschiedene Längen, einmal eine kurze, einmal eine lange. Macht keinen großen Unterschied, deswegen muss man da genau drauf gucken. Ist am besten so. So, dann bauen wir hier das zusammen. Machen wir hinten die kurze rein, dann ist sie nämlich gleich weg. Dann vertauschen wir die schon mal nicht. So.
Zack. Und wie gesagt, anziehen, ja, immer nicht wie ein Ochse fest anziehen da, wenn das Gewinde kaputt ist, ist es kaputt. Ich meine, das ist Alu, das hält ein bisschen was aus, aber man sollte doch einfach nur behutsam anziehen, nicht zu fest, sondern so, dass es gerade zu ist und nicht wie ein Ochse. So, jetzt haben wir den dran. Wenn ich hier ziehe, dann funktioniert das auch schön. Also schon mal sehr gut. Ja, dann habe ich direkt mal einen Fehler gemacht, und zwar kann ich den direkt wieder abbauen, weil ich habe einfach mal vergessen, den Griff dran zu machen. Wenn man nämlich diesen Steigbügel schon dran hat, bekommt man den Griff nicht mehr dran. Und hierzu brauche ich den 4er Imbus. Einfach die Schraube lösen, rausziehen, ups, hier den Griff dran, wie man es kennt, sage ich jetzt mal. Und dann machen wir die Schraube einfach wieder dran. Position, die kann man später immer noch justieren. Und der lässt sich halt auch super einklappen. So, jetzt machen wir das hier dran. Ich meine, out of the box. Das geht ratzfatz, das ist sehr schnell. So. Sind eigentlich wenig Schrauben, also wenn man sie komplett gleich zusammenbaut, sind es wenig Schrauben. Das sind hier vorne 2. Der Griff, klar, ich meine die Rail, die ist auch mit 2 Schrauben festgemacht. Und hier diese Einheit hier, Moment, kann man besser halten. Diese Einheit hier hat hier 2 Schrauben und hier unten, hier vorne, hier unten eine. Die kann man dran lassen, je nachdem, was man umbaut. Es ist so, mit diesem Faltschaft, ja, da braucht man, mit diesem Faltschaft braucht man ja diesen Teil hier nicht, ja. Also man braucht nicht den Teil, also den Stock, nicht den Buffer-Tube, und den Teil, den braucht man nicht, ja. Deswegen muss man hier die komplette Einheit einfach tauschen. Ballista sagt auch, mit dem originalen Griff, also sprich so, ja, braucht man auch eine andere Triggereinheit, weil der Trigger für den originalen Griff ist etwas kürzer. Deswegen braucht man da noch den zweiten Trigger dazu. Und bei dem hier ist der verbaut gewesen, da ist der Trigger etwas länger für diese Einheit. Das ist nur eine kleine Information nebenher. Jetzt schraube ich hier mal, die Schrauben sind schon vormontiert. Die kann man einfach dann rausdrehen. Hier an der Seite, hier unten. Die gucken auch schon ein bisschen raus, also man weiß ganz genau, welche man rausdrehen soll und welche nicht. Das sind 2 kurze seitlich und eine lange von unten. So. Also das geht ziemlich schnell. Also hier ist ein Schlitz drin, hier ist der Trigger, aufpassen, einfach reinschieben und dran schieben. Das geht genau auf die Löcher drauf hier. So. Auch wieder, ich sage immer handfest anziehen, ja, aber als Handwerker ist halt handfest auch ein bisschen anders. Handfest sagt man normal nicht, ja, weil handfest ist eine Definition, ja. Der andere hat ein bisschen mehr Kraft in den Finger, der andere ein bisschen weniger, ja. Also, aber man merkt schon, wenn Schluss ist, ist Schluss, da braucht man nicht mehr großartig nachziehen, immer schön cool bleiben und nicht übertreiben. So, dann haben wir das Ding eigentlich schon so gut wie zusammengebaut. Ups, so bin ich ausgerutscht. So. Und so sieht die original aus.
Die ist nicht groß, meine Hände sind eigentlich auch nicht ganz groß, deswegen ist es ziemlich klein und die Power, was die hat, für diese Größe ist schon enorm. So, das Red Dot werde ich euch noch dran bauen. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich sie zum Jagen benutze, diese Armbrust, ob ich dann das Red Dot dran habe oder eine Vergrößerung. Ich tendiere aber eher auf eine Vergrößerung, weil mit dem Ding schießt man einfach mal, ist das der Fall? Hier braucht man dann den Dreier-Imbus. Zum Jagen meine ich, tendiere ich eher zum Scope, damit da ein bisschen eine Vergrößerung dran ist. Das ist mir einfach lieber und da bin ich präziser damit. Werde ich aber definitiv noch ein Video machen, wie präzise das Teil ist. Aber man hört nichts Schlechtes, man liest nichts Schlechtes. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin so gespannt wie ihr, wie das Ganze nachher aussieht und wie präzise die ganze Geschichte ist. So, hier haben wir das schöne Teil aus dem Hause Ballista. Ist echt, wenn man es so in der Hand hat, macht einen richtig soliden Eindruck. Hier, ich habe ein bisschen kurze Arme, ich brauche nicht so viel. Das passt sehr gut. Hier hat man Schutzkappen, natürlich Red Dot kann man anmachen. Das ist schon echt wirklich ein solides Teil. Definitiv. Ja, das war's erstmal jetzt mit meinem Unboxing von der Ballista Bad Reverse. Wie gesagt, ich mache da noch einen zweiten Teil, ganz einfach mit den verschiedenen Optionen. Mit dem Fallschaft hinten dran, mit der Angelrolle noch hinten dran und ohne gar nichts. Und das, ja, so habe ich sie mir bestellt. Ich habe sie unbedingt so gewollt, weil ich das einfach gewohnt bin. Der Fallschaft, da bin ich echt gespannt, wie der an der Schulter liegt, wie allgemein, wie das Ganze so sich anfühlt. Aber wie gesagt, vorerst macht es einfach einen mega guten Eindruck, alles solide, alles stabil und ja, außer dieses Segment und dieses Segment und dieses ist eigentlich nichts aus Plastik, außer wie gesagt die Griffe und dieses Teil. Es ist alles aus Metall, aus Alu, aus Metall einfach. Aber ich denke mal alles aus Alu. Ja, Schwergewicht muss ich sagen, super leicht. Also ich müsste jetzt auf die Waage stellen. Wie gesagt, ich mache das im zweiten Teil von meinem Unboxing, stelle ich das Ding auf die Waage und dann sehen wir, wie schwer die ist. Aber auf jeden Fall definitiv ein geiles Teil, definitiv. Und ja, wie gesagt, im zweiten Teil die anderen Versionen. Wenn ihr das gern wissen wollt oder sehen wollt, dann ja, folgt mir, macht die Glocke an, gebt mir ein Like. Ich freue mich auf Likes, ist alles cool, also definitiv. Ja, bis dahin sage ich mal, bis zum nächsten Mal.